Würdest du mir glauben, dass es einen Hausmeister gab, der 8 Millionen US-Dollar auf seinem Konto hatte? Weder hat er das Geld geerbt, noch hat er im Lotto das richtige Los gezogen. Tatsächlich wuchs er in einer Bauernfamilie auf und war der erste der Familie, der die Highschool abgeschlossen hat. Sein Name war Ronald Read und er hinterließ seiner Familie im Jahr 2014 8 Millionen Dollar. Das Geld hatte er sein Leben lang angespart und den Zinseszinseffekt sein Wunder vollziehen lassen. Das lehrt uns, dass wir keinen besonderen Abschluss oder besondere Anstellung brauchen, um finanzielle Erfolge feiern zu können. Der Umgang mit dem Geld ist oftmals entscheidender als ein gut bezahlter Job. Morgan Housel beschrieb dies wie folgt: Finanzieller Erfolg ist keine Wissenschaft. Es ist eine Fähigkeit, bei der es wichtiger ist, wie du dich verhältst, als was du weißt. Auf diese Fähigkeit gehen wir in dem heutigen Video ein und finden heraus, was es damit auf sich hat. Hier sind die 5 Kernaussagen aus dem Buch über die Psychologie des Geldes von Morgan Housel. Willkommen bei Money Talk. Kernaussage Nummer 1. Nichts ist umsonst. Sagen wir, du möchtest dir ein neues, schönes Auto kaufen. Du gehst zu einer Garage und lässt dir das Angebot zeigen. Du suchst nach einem super Auto, mit dem du deine Freunde beeindrucken kannst. Schlussendlich siehst du dein Traumauto und kommst zu dem Entschluss, den Kauf zu tätigen. Bevor du die Garage besuchst, hast du bereits gewusst, dass du das Auto nicht geschenkt bekommst. Du wusstest, dass es einen Preis haben wird. Alles hat einen Preis. Der Preis für dein Traumauto schien für dich gerechtfertigt, also hast du dich entschieden, diesen Preis zu bezahlen. Genauso wie bei einem Kauf kommt auch das Investieren mit einem Preis, denn nichts ist umsonst. Investitionen in Aktien, und sei dein Portfolio noch so diversifiziert, ist der Volatilität oder der Schwankung des Marktes ausgesetzt. Diese Volatilität ist der Preis für Renditen bei langfristigen Anlagen auf dem Aktienmarkt. Wenn du dazu noch eine maximale Rendite anstrebst, wird der Preis immer höher. Nehmen wir an, du konntest bereits vor 10 Jahren die glorreiche Zukunft von Netflix vorhersehen. Netflix war dein Traumauto auf dem Aktienmarkt. Also hast du dein gesamtes Ersparte in Netflix-Aktien investiert. Heute müsstest du keine Minute mehr arbeiten, aber hättest du den Preis dafür bezahlen können? Die Netflix-Aktie hatte auf ihrem Weg nach oben einige schwerwiegende Einbrüche. Wärst du nach wie vor von deiner Entscheidung überzeugt gewesen, als Netflix im 2011 massenweise Kunden verlor und die Aktie um 80% eingebrochen ist? Dein Portfolio hätte katastrophal ausgesehen. Wie hättest du das deiner Familie erklärt? Hättest du die schlaflosen Nächte ertragen können, weil du die Zukunft deiner Kinder gefährdet hast? Dies wirft ein ganz neues Licht auf die All-in-Netflix-Strategie. Natürlich ist dies ein extremes Beispiel, aber davon gibt es gerade in der heutigen Zeit immer mehr. Auch wenn es sich um weniger dramatische Anlagen handelt, den Preis für die Volatilität musst du immer zahlen. Sagen wir, du hättest 1980 in den S&P 500 Index investiert. Indizes gelten als eher stabile Investments. Dennoch gab es bis heute kombiniert 13 Jahre, in denen der Index um 20% eingebrochen ist. Ganze 8 Monate lang hatte er einen minus 50% Einbruch. Das kann wirkliche Bauchschmerzen verursachen. Das Investieren in den Aktienmarkt ermöglicht den Aufbau von Vermögen wie ganz wenig Alternativen. Aber vergiss nicht, es ist nicht umsonst. Alle Investoren werden von der Volatilität getroffen und das musst du als Preis für eine glänzende Zukunft zahlen. Kernaussage Nummer 2. Genug ist genug. Schon witzig, dass du jemandem einen Bonus von 5 Millionen auszahlen kannst und diese Person sich so lange darüber freut, bis sie merkt, dass der andere Mitarbeiter einen Bonus von 6 Millionen erhalten hat. Der Kapitalismus kann 2 Sachen ausgezeichnet gut: Wohlstand schaffen und Neid erzeugen. Das Verlangen, seine Nachbarn, Bekannte oder Mitmenschen zu übertreffen, kann ein wahrhaftiger Motivator sein. Und natürlich ist es großartig, motiviert zu sein, um einer produktiven und erfüllenden Arbeit nachzugehen. Aber der soziale Vergleich kann auch dazu führen, dass wir das Gefühl haben, nie genug zu sein. Um zu den wohlhabendsten 1% in Amerika zu gehören, müsstest du ungefähr eine halbe Million US-Dollar im Jahr verdienen. Das könnte zum Beispiel ein renommierter Anwalt sein. Nennen wir ihn Steve.
Steve würde nach sämtlichen Standards als wohlhabend gelten, fährt schöne Autos, macht exotischen Urlaub und kann sich sogar jemanden einstellen, der Arbeiten für ihn übernimmt. Steve fühlt sich ganz gut und ist stolz darauf, was er erreicht hat. Naja, das war, bis er in eine neue Gegend gezogen ist und seinen Nachbarn Willi kennengelernt hat. Willi gehört nämlich zu den 1% der 1%. Er ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens und verdient knackige $10 Millionen im Jahr. Steve fühlt sich plötzlich klein und bedeutungslos neben Willi. Aber immerhin fühlt sich Willi erfüllt, oder? Leider nein. Willi war nämlich ein Schulfreund von Michael Jordan und dieser Top-Basketballspieler ist jemand, der zu den 1% der 1% der 1% gehört. Im Vergleich zu den 2 Milliarden von Michael Jordan sind Willis 10 Millionen ein Klacks. Siehst du diese Entwicklung? Es wird immer einen größeren Fisch geben. Diese Art von Neid und von konstanten Vergleichen führte in der Geschichte der Menschheit schon zu vielen fragwürdigen Handlungen. Leute endeten im Gefängnis, überschuldeten sich oder haben sogar ihr Leben beendet. Alles, weil sie sich ständig mit anderen verglichen haben. Wenn du diesen Kanal verfolgst und dich mit Finanzen auseinandersetzt, dann stehen die Chancen gut, dass du eines Tages ein für dich passendes Vermögen besitzen wirst. Aber es kommt ein Punkt, an dem du akzeptieren musst, dass es genug ist. Und das ist die zweite Kernaussage von Morgan Housel. Konzentriere dich auf das, was du hast und nicht auf das, was du nicht hast. Sei dankbar dafür. Kernaussage Nummer 3. Verrückt im Auge des Betrachters. Auf den ersten Blick scheint es, dass viele Leute recht verrückte Sachen mit ihrem Geld machen. Die einen kaufen sich die abgefahrensten Gegenstände und andere vergraben ihr Geld im Garten. Aber das Ding ist, dass wir daran denken müssen, dass alle Menschen verschiedene Hintergründe mit unterschiedlichen Kindheiten, Erfahrungen und Ausbildungen haben. Dementsprechend sind auch die Werte und Ansichten unterschiedlich. Morgan Housel beschreibt in seinem Buch ein Beispiel mit der Lotterie. Die Haushalte in Amerika mit dem tiefsten Einkommen geben im Durchschnitt $400 im Jahr für Lotterietickets aus. Das ist 4-mal so hoch wie der Durchschnitt aus den reichsten Haushalten. Kombiniert mit der Realität, dass ein Drittel der Amerikaner nicht für einen $400 Notfall gewappnet sind, verwenden diese Leute ihren Notfallgroschen, um Lotteriescheine zu kaufen? Das scheint doch verrückt zu sein. Aber nochmals, wir haben unterschiedliche Ansichten. Versetzen wir uns in ihre Lage. Sie leben von Monat zu Monat, verdienen kaum genug Geld, um Geld zu sparen, ihnen fehlt oft die nötige Ausbildung für eine gute Karriere und es fehlt das Geld, um das College für die Kinder zu finanzieren, ohne vor einem Haufen Schulden zu stehen. Der Kauf von Lotteriescheinen ist der Kauf eines Traumes, den andere bereits leben. Und darum kaufen sie mehr als diejenigen, die bereits dort angekommen sind. Plötzlich macht es ein bisschen mehr Sinn. Aber wie macht dich das zu einem besseren Investor? Zum Beispiel, indem du dir die Ansicht angewöhnst, dass wir alle anders sind. Das heißt, du wirst kritischer und kopierst nicht einfach 1:1 ein Portfolio oder eine Anlagestrategie, die nicht deinen Zielen entspricht. Du hast zum Beispiel ein höheres Risiko in deinen Anlagen als ein Milliardär, da dein Fokus auf dem Reichwerden liegt und der Milliardär fokussiert sich auf dem Reichbleiben. Daher scheint es keine gute Idee zu sein, die Strategie des Milliardärs zu kopieren, da die Ziele unterschiedlich sind. Zu akzeptieren, dass wir anders sind, hilft dir auch einfacher Nein zu sagen bei Investitionen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit GameStop und Reddit. Ich persönlich nahm an diesem ganzen Drama nicht teil. Es ist ganz einfach nicht mein Gebiet und nicht meine Art zu investieren. Zu verstehen, dass es andere Meinungen und Ansichten gibt dir die Möglichkeit, Entscheidungen nachvollziehen zu können und deinen eigenen Weg zu finden. Kernaussage Nummer 4. Sei bereit. Was hat die große Depression, der Zweite Weltkrieg, die Finanzkrise oder die Covid-Pandemie gemeinsam? Das waren alles Ereignisse, die unsere Gesellschaft formten, einen riesen Einfluss auf den Finanzmarkt hatten und sie waren alle unmöglich vorherzubestimmen. Nassim Taleb, ein großartiger Autor und Investor, beschreibt diese Ereignisse als Black Swan. Ein Black Swan heißt übersetzt schwarzer Schwan und hat folgende Eigenschaften. Erstens, es ist eine Ausnahme. Nichts, was bisher passierte, macht es möglich, ein solches Ereignis kommen zu sehen. Zweitens, es bringt einen riesen Einfluss mit sich. Drittens, es gibt rückwirkend eine logische Erklärung dafür. Der Mensch macht sich vor, er sollte fähig sein, diese Ereignisse kommen zu sehen. Besonders rückblickend deutet ja alles darauf hin. Fun Fact:
Wenn du vor 20 Jahren in den S&P 500 investiert hättest, aber die 4 besten Tage des Marktes verpasst hättest, dann wäre deine Performance plus 164% anstatt plus 291%. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Die Moral von der Geschichte ist es, dass es oftmals sinnvoller ist, sich sowohl mental als auch finanziell auf solche Ereignisse vorzubereiten, die niemand kommen sieht, anstelle zu hoffen, dass du dann früher handeln wirst als die anderen. Hör auf, irgendwelche Hochrechnungen Beachtung zu schenken. Das, was die größte Angst in der Investment-Community auslöst, sind genau die Ereignisse, die niemand kommen sieht. Kernaussage Nummer 5. Der verführerische Pessimismus. Wenn ich ein paar Gründe aufzeige, warum der Markt in diesem Jahr einbrechen wird, zum Beispiel wegen der Verschuldung der US, einer möglichen Inflation oder wegen einer neuen Wendung in der Pandemie, dann würde dies sehr wahrscheinlich dein Interesse wecken und du wärst vorsichtig. Und vielleicht endest du sogar mit einer recht negativen Einstellung gegenüber dem Marktverhalten in den kommenden Monaten. Wenn ich dir aber Gründe gebe, warum sich der Markt verbessern wird, aufgrund steigender Lebenserwartung, günstigerer Energie und der Entwicklung in der Tech-Branche, dann erzeugt dies meistens ein Schulterzucken und das Thema ist weg vom Tisch. Oftmals hören sich pessimistische Personen intelligenter und durchdachter an, während Optimisten schnell als naiv abgestempelt werden. Warum ist das so? Daniel Kahneman, der Autor von Thinking Fast and Slow, erklärt, dass es sich dabei um eine evolutionäre Eigenschaft handelt. Organismen, die Gefahren aktiver wahrnehmen als Möglichkeiten, haben eine bessere Chance zu überleben. Nicht nur aufgrund der Evolution, sondern auch, weil wir schneller Rückstöße erleben als Fortschritte, tendieren wir dazu, eher den Pessimisten zuzuhören. Um eine optimistische Sicht für die Zukunft zu kreieren, müssen wir den langfristigen Horizont betrachten. Die Aussichten sind langfristig einiges nüchterner und weniger dramatisch. Sich dessen bewusst zu sein, dass wir stärker auf negative Meldungen reagieren, kann dir helfen, in Zukunft besser damit umzugehen. Fassen wir zusammen. Jeder, der am Aktienmarkt handelt, zahlt den Preis der Volatilität. Nichts ist umsonst. Neid ist sehr gefährlich und lässt dich nicht dankbar sein für das, was du hast. Lerne, wann genug wirklich genug ist. Verschiedene Ansichten und Umstände führen zu verschiedenen Handlungen und Einstellungen. Wir sind alle anders. Anstelle Einbrüche und Katastrophen versuchen vorherzusehen, sollten wir uns lieber darauf vorbereiten, um diese überstehen zu können. Sei vorsichtig, von wem du Investitionsratschläge annimmst. Wir werden immer anfälliger für negative Meldungen sein. Das war's für heute mit der Zusammenfassung zum Buch über die Psychologie des Geldes von Morgan Housel. Welche Kernaussage hat dich am meisten verwundert? Was wirst du in Zukunft umsetzen? Schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare und lass mich wissen, ob es andere Bücher gibt, zu denen du gerne ein Video hättest. Wenn du neu hier bist, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und eine Bewertung zum Video abgibst. Dieses Jahr möchte ich 1000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nicht ohne dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.